Herzlich willkommen zu unserem dritten Teil in der Serie Saft und Kraftlos und keiner weiß warum. Was ist das eventuell mit Burnout und was hat das zu tun mit dem versprochenen mitochondrialen Basisprofil? Bei dem Basisprofil werden eine Reihe von Werten abgegriffen, die ich Ihnen nun heute erklären möchte. Der erste Wert, der wahrscheinlich den meisten bekannt ist das mitochondriale ATP. Also das ATP, was in den Mitochondrien gebildet wird. Und Sie erinnern sich, das kann man nicht auf Vorrat bilden, das muss man auf Bedarf bilden. Und wenn ich also in so einem Basistest, also ohne Leistungsanforderung, einfach mal messe, was machen die denn so in Ruhe in einer gewaschenen Situation, in einer guten, optimalen Nährlösung, dann wäre ein kleiner Wert ein zunächst guter Wert, weil es ja heißt, die Mitochondrien müssen nichts tun, ist alles schick. Oder, das wissen wir nicht, vielleicht können sie nicht und müssten eigentlich deutlich mehr bilden. Um diese Frage näher beleuchten zu können, macht es also Sinn, dass man sich auch weitere Werte anguckt. Dazu kann man ganz pauschal einfach mal gucken, wie stressresilient ist eigentlich eine Zelle. Ich kann also dieses Mitochondrium mit einer Titrationsreihe von aufsteigender Konzentration an Wasserstoffperoxid belasten und normalerweise sollte mit der ersten, also der kleinsten Konzentration, also mit einem sanften, mit einem ganz geringen Reiz, wie so ein hormesischer Reiz, die Leistungssteigerung erreicht werden. Das heißt, das Mitochondrium kriegt mit, oh, ich muss mehr tun und zeigt, ja, ich kann auch mehr tun. Gelingt das nicht, sind wir in einer ganz bescheidenen Situation. Meistens klappt das aber noch und bei der nächsten Konzentrationssteigerung knicken die meisten, die mit Burnout oder mit einer neurodegenerativen Erkrankung kommen, ein und können mit der dritten und vierten Steigerungsstufe dann nahezu überhaupt kein ATP mehr bilden. Damit wäre das ganz einfach geklärt. Nun ist aber dieses Basisprofil ein bisschen anders aufgebaut. Es folgt also neben dem mitochondrialen ATP, was ich ja nun schon erklärt habe, als zweiter Wert erstmal die Frage, wie viele Mitochondrien haben wir denn eigentlich in unseren peripheren, einkernigen Immunzellen, die wir aus dem Blut gewinnen. Einkernig bedeutet, sie haben einen Kern. Und demzufolge ist auch die Erbinformation auch nur einmal da drin enthalten. Und diese ntDNA ist dann die nukleäre Erbinformation. Und demzufolge kann man mit dieser einmal gefundenen die Anzahl der mitochondrialen DNA-Stränge vergleichen. Und normalerweise ist in einer Immunzelle die Anzahl von und in deren Mitochondrium pro Mitochondrium etwa 14 Mal eine mitochondriale DNA zu finden. So kann ich also durch das Auszählen dieser mitochondrialen DNA und der Zellkern-DNA errechnen, wie viel mitochondriale Masse ich habe, also wie viele Mitochondrien wirklich vorhanden sind. Damit weiß ich, wie viele Mitarbeiter ich habe. Und jetzt gibt es in diesem Komplex, in diesem großen, sagen wir mal, Fabrikkonzern natürlich auch eine Personalabteilung. Und diese Personalabteilung ist dargestellt als PGC1-Alpha. PGC1-Alpha gibt es überall im Körper. Immer dann, wenn etwas regeneriert, gemacht, repariert, aufgebaut, vermehrt werden soll, wird PGC1-Alpha ausgeschüttet. Und es gibt ja verschiedensten Reize dafür, dass das passiert. Deswegen schauen wir erstmal, wie ist denn überhaupt in Ruhe die Situation mit dem PGC1-Alpha, also ist die Personalabteilung denn gewillt, überhaupt neue Mitarbeiter, sprich Mitochondrien, einzustellen oder zu bilden, um den Arbeitsablauf oder der Leistungsanforderung, die jetzt an diese Fabrik gestellt wird, gerecht zu werden. Und oft ist es so, dass man am Anfang eine Zahl mit ganz vielen Nullen findet, hinter dem Komma, bevor die erste richtige Zahl kommt. Und dann ist die Frage, wie können die Zellen mit dem oxidativen Stress umgehen? Ich hatte ja eingangs schon die Titrationsreihe genannt, aber eigentlich habe ich etwas vorweggenommen. Denn wir messen den NRF2-Wert. NRF2 als hoher Wert zeigt uns an, jawohl, hier ist eine Auseinandersetzung, eine chronische Auseinandersetzung mit oxidativem Stress gegeben. Soweit, so gut.
Was aber, wenn diese Situation gegeben ist und der Körper keine Gegenreaktion bilden kann? Wenn er also nicht in der Lage ist, NRF2 aufzubauen, um damit eine antioxidative Kapazität zu repräsentieren. Dafür brauche ich diese H2O2-Titrationsreihe, um den Unterschied herauszuarbeiten. Und das Ziel ist, dass ich einen hohen NRF2-Wert habe, damit ich eine hohe antioxidative körpereigene Kapazität entwickelt habe. Und die Rhodanase oder Rhodanese-Aktivität ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt aus dem therapeutischen Zusammenhang mit Amygdalin, weil man nämlich genau diese Aktivität dort hemmen möchte, wo dann die Eisen-Schwefel-Cluster für den Elektronentransport innerhalb der mitochondrialen Atmungskette unterbrochen werden und man sich dann vorstellt, wenn die Mitochondrien nicht mehr können, dann muss die Zelle halt sterben. Was ja irgendwo auch stimmt. Auf der anderen Seite, rote Blutkörperchen leben ohne Mitochondrien 120 Tage. Ob das also so auf jede andere Zelle zu übertragen ist, sei mal dahingestellt. In diesem Fall aber ist es jetzt so, zurück zu unserem Thema, die Rhodanese-Aktivität soll der Aktivität des NRF2 folgen und soll also vermehrt in der Lage sein, diesen Elektronentransport zu ermöglichen, also den oxidativen Stress auszuhalten. Denn die innere Verbrennung erzeugt natürlich auch Abgase und die sind eben verbunden mit freien Radikalen, also mit oxidativem Stress. Es ist so, dass eigentlich mit zunehmendem Alter Alterungsprozesse auftreten. Und bei den Mitochondrien sind das entweder immer größer werdende Mitochondrien oder eben als ein wesentlicher Parameter das Auftreten von Deletionsmutanten. Und die gilt als ein Surrogatparameter für solche mutierenden Veränderungen der Erbinformation der mitochondrialen DNA. Und für diese Surrogat-Deletionsmutante weiß man, dass dann 6 mitochondriale Enzymsysteme nicht funktionieren und demzufolge die ATP-Bildung behindern. Daher ist es wichtig, dass man diesen Pfusch am Bau sozusagen ausmerzt und dass man sich von diesen schlechten Mitarbeitern trennt. Und das ist die Aufgabe der Körperpolizei, die einfach sagt, okay, euch sortieren wir aus und der Körper wirft nichts weg. Man nennt das Autolyse und das ermöglicht, dass der Körper solche Dinge einfach aufisst und wiederverwertet. Das kann man übrigens dadurch fördern, dass man das sogenannte Intervallfasten für sich nutzt, damit der Körper zwischendurch auch mal auf eigene Energiereserven zurückgreift und damit möglicherweise auch mal die alten eigenen Möbel, die aus der Mode gekommen sind, einfach mal verbrennt und aufräumt. Was übrigens auch zu den modernen Interpretationstheorien zum Thema Altersdemenz, Morbus Alzheimer, Fältelungsproblematiken und so weiter gehört. Das perfide an diesem System ist, dass die Deletionsmutanten oder die Mitochondrien mit den Deletionsmutanten sich schneller teilen als die, die frei davon sind. Und wenn ich jetzt einen oxidativen Stress habe, durch Sport zum Beispiel, dann kann ich diese ja nicht geknäulten, sondern als ringförmig und offen daliegenden mitochondrialen DNA-Stränge so weit beschädigen, dass auch wirklich auffällt, die müssen wir einfach ausmausern. Und dann tut der Körper das auch. Wenn ich aber so schwach und so krank bin durch neurodegenerative Erkrankungen, durch Burnout, durch wirklich ausgebrannte Mitochondrien, dann geht das nicht mehr. Und wenn ich dann keine Lösung habe, wie ich das beheben soll, dann geht das in eine Richtung. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Methoden und als erster Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Oxygenierungstherapie habe ich mit dieser intravenösen Sauerstofftherapie nach Dr. Regelsberger hierfür ein sehr gutes Instrument an der Hand und kann damit nach dem hormesischen Prinzip wirklich in kleinen aufsteigenden Dosierungen dafür sorgen, dass genau dieser Reiz entsteht, dass der Körper wieder anfängt aufzuräumen. Und in diesem Zusammenhang kann man eben auch sehen,
sofern man dann auch die fehlenden Mikronährstoffe dazu gibt, damit der Körper auch sieht, ja, wir können aufbauen. Also dazu gehört natürlich ein etwas größeres prätherapeutisches Diagnostikum. Das wird in einem der nächsten Videos dann irgendwann mal etwas genauer aufgebröselt. Will ich Ihnen aber doch jetzt gleich mal im Anschluss zeigen, wie denn so ein Therapieverlauf, ohne dass ich jetzt im Detail sage, was ich gemacht habe, aber einfach mal zeige, dass es geht, was also im Sinne einer mitochondrialen Verjüngungskur über einen Zeitpunkt X möglich ist.